Servus beieinander, zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein kleines Brotzeit-Kochvideo. Also ich sage jetzt nicht kochen, weil es nicht wirklich kochen ist, sondern ich habe wieder was geschenkt gekriegt. Hier ein Sandwich-Eisen fürs Lagerfeuer. Bin ich mal gespannt, was das so kann. Ob das was taugt, werden wir dann schon sehen. Ist cool, also schaut zumindest cool aus. Lass ich mich mal überraschen. Gell? Viel Spaß bei dem Video. Das Waffeleisen, das werden wir jetzt natürlich auch erst einmal wieder ein bisschen vorbereiten. Und zwar werden wir das auch wieder mit Olivenöl erst einmal einbrennen. Das mache ich jetzt schnell. Da nehme ich wieder Olivenöl her, weil ihr kennt ja meine Meinung zu Leinsamenöl. Ich habe es probiert, aber es riecht leider so zum Speimen, dass ich das nicht mehr hernehme. Ich werde das weiterhin alles, was ich mache, mit Olivenöl einbrennen, weil das einfach deutlich besser ist und weil danach das ganze Zeug wirklich so riecht, dass man auch richtig Lust drauf hat, aus dem Teil was rauszuessen. Und wenn du das mit Leinsamenöl machst, dann stinkt das so kreislig, dass ich dann danach echt keinen Hunger mehr habe. Verteilen wir wieder schön. Mit dem Öl nicht sparsam sein, aber trotzdem nicht zu viel nehmen, sondern genau so viel, dass sich halt keine Tropfen da drinnen bilden. Weil dann schwemmt es ein bisschen auf und das wäre ein bisschen blöd. So, jetzt haben sie schön eingelassen und jetzt legen wir es ins Feuer rein. Das machen wir dreimal und dann legen wir mit dem Sandwich los. Als erstes mal wieder ein bisschen zerfetzte Pappelrinde als unseren Spezialzunder. Dann nehmen wir ein paar Steckerln, damit es schnell angeht. So. Dann ein bisschen was Größeres gleich drauf. Ein bisschen Rinde. Und dann gebe ich ihm Zunder. Und immer wieder unser Gitter drüber. So, und warten, bis es brennt. Dann brennen wir jetzt erst einmal eine Schicht Olivenöl ein. So, und dann gibt es ein Sandwich. Dann fangen wir mal an mit dem Sandwich vorbereiten. Ein bisschen an Käse, ein bisschen an frischen Schinken, ein bisschen Gewürz, ein paar Tomaten und ein bisschen an Toast. Die nochmal her, hackeln wir die wieder zusammen hier. Noch ein bisschen warm. So. Dann werden wir jetzt da, schmeißen wir mal einen Toast rein. Dann hauen wir ein bisschen an Käse drauf. Und ein wenig an Schinken. So. Schneiden wir uns ein paar Tomaten her. Das Ganze ein bisschen saftiger wird. So. Ein bisschen Gewürz drüber. Und dann schneiden wir uns noch so einen Käse rein. Machen wir in der Mitte, machen wir es ein bisschen dicker.
Zum Rand hier machen wir ein bisschen weniger. So. Und dann den drauf. Und so damit. Und ab ins Feuer. Dann legen wir den mal da drauf. Dann lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Ab und zu vielleicht einmal umdrehen. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung wie lange, ich habe keine Ahnung, ob das ausläuft, ob das ein gescheiter Sandwich wird. Probieren wir es mal aus. Aber ich finde es richtig cool. Was mir da noch eingefallen ist, was kann man auch noch machen könnte, wenn man zu zweit ist, könnte man so ein bisschen das als Raclette-Pfännchen hernehmen und dann in dem Pfännchen Raclette machen. Probiere ich vielleicht auch einmal aus. Na dann harren wir erstmal der Dinge, gell? Wahrscheinlich hört man es am Video noch nicht, aber hier hört man es schon so ein bisschen zischen. Das heißt, es wird schon schön warm langsam. Und drehen wir es nochmal um. Jetzt können wir das mal runter tun, weil das blubbert schon richtig schön vor sich hin. Und dann probieren wir es mal aus. Dann schauen wir mal, ob es was geworden ist. Richtig schön brutzeln tut's. So. Das mal auf. Ja, schaut soweit ganz gut aus, aber ich glaube, dass der Toast da richtig angebrannt ist. Ja. Naja, dann trinkt man jetzt erst einmal einen Schluck. Kann ja nicht alles beim ersten Mal was werden und dann warten wir halt auf den zweiten Toast. Den zweiten Sandwich, den probieren wir jetzt einmal so. Ob das vielleicht dann ein wenig schneller geht. So, dann schauen wir mal, was Nummer 2 macht. Ich habe jetzt deutlich mehr Öl genommen und nicht ganz so heiß werden lassen. Ja, der schaut doch schon viel besser aus. Die kann schon erhitzen weg. So, schaut euch das an. Oh, der ist richtig heiß. Schaut doch gut aus. Ja, lass mich mal überraschen, ob die jetzt alle besser und besser und besser werden. Also gescheit heiß ist er. Ich denke mal, ein bisschen mehr Öl, ein bisschen weiter von der Flamme weg und dann werden die noch besser. Aber da lasse ich mich natürlich jetzt nicht davon aufhalten. Dann machen wir jetzt gleich noch einen.
doch mal. Ab ins Feuer damit. Schauen wir mal, wie der nächste wird. Ja, sag mal, schau dir das an. Es wird echt mit jedem Mal besser. Der ist jetzt mal so richtig toll geworden. Ja, schaut sich das mal an, hey. Wow. Geiles Teil, geiles Teil. Scheiße heiß. Da schaut ihr mal. Ist das nicht schön?